Wieder ein Neustart bei unserer Someday. Fangen wir erstmal an mit ganz viel verschiedenen Boatwork und noch Sachen einkaufen beim Baumarkt und das ganze Boot einmal von innen und von außen gründlich auseinandernehmen und vielleicht noch ein paar Sachen reparieren, bevor wir dann den ersten richtigen Turn mit der Someday und untersegeln in Richtung Lübeck und Trave fahren, wo wir dann ankern. Wird auf jeden Fall richtig toll. Also wir haben ja letztes Mal schon erzählt, ist ja unsere Heimatmarina, die Ancora Marina, jetzt zumindest für eine gewisse Zeit. Und dann haben wir eben gedacht, naja, wir kaufen wirklich auch ein bisschen lokal ein, sind jetzt vom Ancora Marina Shop, haben tollen, netten Kontakt und jemand schon einige Sachen her berichtet, sodass man eben nicht alles online nur besorgt. Und das gucken wir uns jetzt an und werden da ein paar wichtige Dinge mitnehmen. Es geht um so Sachen wie Ankerball und so ein paar Leckstopfen. Zweite Etappe, jetzt geht es zum Baumarkt, weil da haben wir auch noch ein paar Sachen zu tun und die besorgen wir jetzt und genau, und danach gibt es erstmal Mittagessen. Der Suche nach Werkzeug. Mal schauen, ob wir was finden. Wieder angekommen im Hafen hat uns dann auch der Lasse den Namen vorne auf dem Bug gemacht. Und wir haben noch einmal die ganzen Backskisten ausgeräumt und einmal sauber sortiert. Durch geschicktes Verstauen haben wir es sogar hinbekommen, dass unsere ganze Steuerbord-Backskiste sogar frei geworden ist. Und da haben wir uns natürlich noch ums Beiboot gekümmert. Ja, Simon, was ist los? So, jetzt haben wir noch einmal das Beiboot ausgepackt und ich bin sozusagen offiziell der Captain bzw. der Eigner von Digi. Auch gar nicht so schlecht aus. Klar, das hat schon seine besten Jahre hinter sich. Aber nee, das hat die besten vor sich. Das war mal eine Runde. Okay. Lies dich raus per WhatsApp, oder? Okay. So, also natürlich dürfen auch die Räder nicht fehlen und deswegen haben wir mal eins mitgenommen und das tun wir jetzt mal in die Backskiste. Hier Davids Mountainbike mit allem drum und dran, einmal Lenker quergestellt, Sattel reingeschoben und Vorderrad weg, Biketasche rein. Ja. Hey. Das ist dann bald 40. Unglaublich. Das hier, da passen nochmal 2 Räder rein und nicht irgendwelche Klappfahrräder. Und drüben. Wir haben nicht ausgebaut. Nee, gar nicht. Und wir haben drüben jetzt organisiert die andere Backskiste. Da sind die Leinen vernünftig organisiert und was man eben so braucht: Wasserschlauch und Bimini-Stoffe und sogar eine Gangway ist da drin und alles Mögliche. Also alles hier organisiert. Haben immer noch relativ viel Platz fürs Kletterzeug. Und da drüben können wir im Prinzip wirklich, ich bin mir sicher, 3 Fahrräder ganz normal kann man da reinstapeln. Gigantisch, wirklich. So, jetzt haben wir noch einmal vor, ins Rig zu steigen, um da einmal zu checken, ob alles passt, vielleicht die Saarlinge anzuschauen, oben, ob die Lampen alle gut aussehen. Windmesser wissen wir sowieso schon, dass der kaputt ist, aber ja, da werde ich einmal hochklettern und wir wünschen uns da einmal über den Topnand hoch oder ich versuche, so weit wie es geht, zu klettern. Über Spielfall, ne? Über Spielfall.
Topnanten benutzen wir als zweite Sicherung. So sieht's aus. Warte, wenn du oben stehst, meldest dich. Ein Foto machen vom Hier, das ist mal ein geiler Spielbaum. Den haben wir mal aus, quasi der ist ja teleskopierbar, hat eine Schiene auch von der Höhe und ein Topnanten, das ist ja das Übliche, aber jetzt haben wir mal so richtig ausgefahren und damit können wir dann in Corona-Zeiten die Pakete von Land holen. Während wir noch draußen zugange waren, haben sich Carla und Mama noch einmal um das ganze Geschirr und die Küche gekümmert und die noch einmal alles gescheit verräumt und dann noch einmal die Sachen, die wir noch nicht gewaschen hatten, noch einmal ausgewaschen. Und Carla, was machst du? Ich krieg die Sachen für So die Fallen, gell, und die Schoten. Habt ihr jetzt so ein Gerät, Carla? Ja, Kann man da eintippen? Was machst du gerade oder schreibst du gerade? Unterlegstrecke. Und am Ende kommt das dann hier oben drauf. Am Nachmittag haben wir dann noch einen kleinen Strandspaziergang angehängt, was auch wirklich schön war. Und so konnten wir noch einmal das Meer anschauen. Ich habe gerade den Tank inspiziert, das ist der Deckel von der Inspektionsluke. Und das ist die Dichtung, die zwischen Inspektionsluke und eben Tanköffnung ist. Und der innere Teil von dieser Dichtung ist total über jetzt fast ja ein Jahrzehnt Nutzung total porös. Und damit da nicht Bestandteile abfallen im Tank rein und dann, wenn er ansaugt, dass es uns dann die Sachen verstopft, haben wir das gerade abgegratet hier mit einem scharfen Messer und so zumindest notdürftig, bis wir dann mal gescheite Dichtung reinmachen. Das ist so ein bisschen weniger porös gestaltet. Und jetzt habe ich dann versucht, mit der Nudelkelle noch ein paar Bestandteile, die davor schon im Tank waren, die noch rauszufischen. Das ist aber nicht so super effizient, sodass wir morgen im Baumarkt noch so einen Greifer besorgen werden. Das war gerade der Tipp vom Thorsten. Einen Greifer besorgen werden, um dann mit der Stirnlampe mit dem Greifer morgen zu fischen. Ich nehme an, es dauert 2-3 Stunden, bis man die ganzen Einzelteile rausgefischt hat. Und der Tank ist ja aufgeteilt, sodass man immer wieder eine Bewegung machen muss, um dann untenrum von den anderen Tankanteilen die Schlieren zu bekommen und die dann möglichst rauszufischen, dass uns halt nichts in den Filter zieht und uns die Sache verstopft. Hier fährt Ostereier? Ja. Okay. Und hier einmal in den Topf. Wieso färben wir den Ostereier, Carla? Weil am Sonntag Ostern ist. Und wir brauchen ganz schön viele, wenn jeder von uns nicht nur eins essen möchte. Deswegen haben wir da mal 20 Eier. Ich hoffe, sie überleben das, mal sehen. Sonst müssen wir probieren. Heute schon von den Eiern. Farbe. Und jetzt mal sehen. Das kommt dann hier in die Becher rein, ne? Ja, die. Mack. Ups. Carla, und welche Farben gibt's alle? Gelb, blau, so dunkles Lila, Okay. rot und grün. Türkisblau. Wo fehlt denn jetzt noch eins da vorne? Und Papa, was machen wir? Guck mal, wollen wir eine Längenmarkierung ranmachen, das hat die noch nicht. Und deswegen lassen wir die jetzt ab da draußen. Schon mal da, das sind die Jungs im Dingi. Und wir lassen jetzt den Anker ins Dingi mitsamt der ganzen Kette. Und dann legen wir die aus und messen die aus. Und dann schauen wir, dass wir eine Längenmarkierung reinmachen. Das heißt, wenn wir ankern, dass wir wissen, das sind jetzt 10 Meter Kette oder das sind 20 Meter Kette. Und genau, da ist so ein Schäkel, den wollen wir jetzt gar nicht mehr losmachen. Hier war ein Stropp zum Festmachen und jetzt lassen wir die Kette manuell ab.
Hier, Ankerkettenmarkierung. Wir haben 10 Meter ausgemessen und haben da jetzt die 10 Meter Markierung. So machen wir es jetzt 50 Meter Kette 8 mm VA. Total schön. Okay. Wir haben jetzt für die nächsten Tage eingekauft, Wasser erstmal und dann einfach noch so das Normale zum Kochen und Vesper, aber es ist jedes Mal irgendwie immer so ein Berg am Anfang und dann ist er relativ schnell weggegessen. Das ist das klassische Verräumding. Dann haben wir da mal Milch vielleicht noch. So was. Also hier Essens, hier mein Geburtstagsgeschenk, selbst entworfen von David. Hier ist unser Boot. Und zweitens Komplimente jetzt mal an diesen Marina Shop. Wir haben da ganz nette Leute getroffen und haben folgendes Problem, dass der Tank ein bisschen verdreckt ist, eher so ein bisschen algenartig. Nicht Dieselpest, ist auch nicht schlimm, aber eben bevor ich das Ding jetzt wieder die Inspektionsluke zumache, mag ich natürlich nicht, dass der ein Filter irgendwelche Schlonze zieht. Und dann haben wir uns überlegt, wie kriegen wir das raus? Die Luke ist so groß, da komme ich gerade so mit Sicht rein mit der Stirnlampe. Und dann haben wir da Tipps gekriegt von einer Dame aus dem Marina Shop, die das da vorgeschlagen hat. So ein Nudelsieb, so ein ganz kleines, so eine Art T-Sieb, da können wir dann reinfischen und dann versuchen eben die Schlonze rauszunehmen. Und dann natürlich noch von Mirko den großartigen Tipp, hat uns hier ein Filtersieb besorgt und so eine Bastelei, und ich mag ja Basteleien. Und dann einen Eimer, mit dem Eimer können wir dann durchmachen und ein paar Löcher rein, fixieren das hier oben mit einem Klebeband oder einer Schraube und dann können wir abschöpfen und durch diesen Filter läuft dann der Diesel und die Schlacke bleibt hängen und dann kann man, wenn es eben voll ist, kann man das austauschen. Das ist jetzt der Job für gerade eben Wachskiste mal wieder. Erst mit dem hier die groben Sachen und danach mit dem ziehe ich das durch den Restdiesel. Wir waren natürlich so schlau und haben fast kein Diesel mehr im Tank, dass man es jetzt eben auch machen kann und dann ja, schauen wir mal, ob es klappt. Merke ich dann, wenn ich fluche, klappt es nicht. Liegt gerade durch da. Hier mal so ein Beispiel. Das da ist jetzt sowas. Hier, sieht man es? Ja. Und die fische ich jetzt da vom Boden weg. Das ist eher so Algenzeug, oder? Ja, das ist schon irgendwelche Schlonze. Ich glaube, Dieselpest ist es, glaube ich, nicht. Aber auf jeden Fall ist es so ziemlich kompakt. Ja, na, vielleicht wird es der Filter auch ziehen. Weiß ich nicht. Ja, wahrscheinlich. Aber das ist mir jetzt zu doof. Okay. Das ist das Zeug. Sicher nichts Dramatisches, aber ich fische das jetzt raus. Okay. Als wir jetzt auch noch das mit dem Dieseltank geklärt hatten, stand einem kleinen Testschlag also nichts mehr im Wege. So, wir machen uns jetzt einmal noch auf den Weg in Richtung Travemünde. Wir fahren Vollzeug, das hat so 3 Uhr vor vielleicht. Wir fahren Halbwind am Windkurs, total geil.